Es beginnt mit einem Gefühl, das viele Menschen mittlerweile haben, wenn sie aktuelle Aufnahmen aus China sehen. Man blickt auf gigantische Brücken, über kilometerweite Schluchten, auf Züge, die schneller wirken als ein startendes Flugzeug, auf Städte, die scheinbar aus dem Nichts entstehen, auf endlose Solar- und Windparks mitten in lebensfeindlichen Wüsten. Und während viele westliche Staaten jahrelang über Genehmigungen, Ausschreibungen und politische Blockaden diskutieren, scheint China etwas völlig anderes zu tun. Es baut. Nicht langsam, nicht vorsichtig, sondern in einem Tempo, das für viele kaum noch vorstellbar ist. Willkommen bei Knowledge Beyond. Allein in den letzten Jahren entstanden dort Infrastrukturprojekte, deren Größenordnung selbst Ingenieure sprachlos macht. Und genau deshalb stellt sich heute eine immer größere Frage. Erleben wir gerade den Aufbau einer völlig neuen Supermachtinfrastruktur, die das 21. Jahrhundert dominieren könnte? Denn hinter diesen Projekten steckt weit mehr als nur Beton und Stahl. Es geht um Geschwindigkeit, um wirtschaftliche Unabhängigkeit, um geopolitische Macht und um einen gigantischen gesellschaftlichen Umbau. China versucht nicht einfach nur moderne Infrastruktur zu bauen. China versucht, die Zukunft planbar zu machen. Und vielleicht zeigt sich das nirgendwo deutlicher als an einem Projekt, das buchstäblich über den Wolken schwebt. Die Huajiang-Canyon-Brücke. Mitten in der chinesischen Provinz Guizhou entsteht derzeit die höchste Brücke der Welt. 625 Meter über einem gigantischen Abgrund. Höher als viele Wolkenkratzer. Allein der Blick nach unten wirkt surreal. Die Region gilt als eine der schwierigsten Landschaften Chinas. Tiefe Schluchten, steile Berge, unberechenbare Wetterbedingungen. Noch vor wenigen Jahrzehnten galten viele Dörfer dort als nahezu isoliert. Fahrten dauerten Stunden oder sogar ganze Tage. Doch genau das will China verändern. Denn diese Brücke ist nicht einfach nur ein Prestigeprojekt. Sie ist Teil eines viel größeren Plans. China verbindet seine abgelegenen Regionen systematisch mit den wirtschaftlichen Zentren des Landes. Und genau darin liegt der eigentliche Schlüssel. Denn Infrastruktur bedeutet in China nicht nur Mobilität, sondern Wohlstand. Eine Region, die früher abgeschnitten war, bekommt plötzlich Zugang zu Handel, Tourismus, Arbeitsplätzen und Investitionen. Straßen verkürzen Lieferzeiten, Brücken reduzieren Transportkosten. Menschen erreichen Krankenhäuser, Schulen und Industriezentren schneller als jemals zuvor. Und genau dadurch verändert sich das Leben von Millionen Menschen. Während westliche Staaten vielerorts noch über marode Infrastruktur diskutieren, entstehen in China komplett neue Verkehrsnetze innerhalb weniger Jahre. Für viele Chinesen bedeutet das ganz konkret mehr Einkommen, mehr wirtschaftliche Chancen, mehr Lebensqualität. Und genau dieser gesellschaftliche Deal scheint bisher aufzugehen. Der Staat liefert sichtbaren Fortschritt. Nicht irgendwann, sondern sofort. Doch Brücken allein reichen nicht aus, wenn man ein Land von der Größe Chinas verbinden will. Denn China denkt längst in einer ganz anderen Dimension. In Hochgeschwindigkeit. Der CR-450 Bullet Train soll der schnellste reguläre Hochgeschwindigkeitszug der Welt werden. 450 Kilometer pro Stunde. Das bedeutet, Strecken, die früher einen halben Tag dauerten, könnten plötzlich in wenigen Stunden erreichbar sein. Und genau das verändert nicht nur den Transport, sondern ganze Wirtschaftsstrukturen. China besitzt bereits heute das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Tausende Kilometer Schienen verbinden Megastädte, Industriezentren und Provinzen. Doch der CR-450 hebt dieses System auf ein neues Level. Denn hier geht es nicht mehr nur um Schnelligkeit, sondern um perfekte Synchronisation eines riesigen Landes. Menschen können weiter entfernt leben und trotzdem in wirtschaftlichen Zentren arbeiten. Unternehmen liefern Waren schneller. Regionale Ungleichheiten werden reduziert. Und gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit vom Flugverkehr. Das spart Energie, reduziert Emissionen und stärkt die nationale Logistik. Für viele westliche Beobachter wirkt dieses Tempo fast unrealistisch. Doch genau darin liegt Chinas Strategie.
Das Land denkt Infrastruktur nicht als einzelnes Projekt, sondern als gigantisches Gesamtsystem. Straßen, Brücken, Schienen, Energieversorgung und Städte werden gleichzeitig geplant. Und genau dadurch entsteht etwas, das viele Staaten aktuell kaum nachbilden können: Skalierung. China baut Infrastruktur mittlerweile in industriellem Maßstab. Doch vielleicht wird nirgendwo deutlicher, wie ernst China seine langfristige Unabhängigkeit nimmt, als in der Gobi-Wüste. Denn dort entsteht aktuell eines der ambitioniertesten Energieprojekte der Menschheitsgeschichte: das Gobi-Wüsten-Megagrid. Ein gigantisches Netzwerk aus Solar- und Windparks, so groß, dass es aus dem Weltraum sichtbar sein könnte. Jahrelang galt die Wüste vor allem als lebensfeindlicher Raum. Heute wird sie zum Energiezentrum einer Supermacht. Endlose Reihen aus Solarpanelen ziehen sich über die Landschaft. Dazwischen gigantische Windkraftanlagen. Und das Ziel dahinter ist glasklar: Energieunabhängigkeit. China weiß genau, wie verwundbar moderne Staaten ohne stabile Energieversorgung sind. Wer Energie kontrolliert, kontrolliert Industrie, Produktion, Technologie und Wohlstand. Und genau deshalb investiert China gigantische Summen in erneuerbare Energien. Nicht nur aus Umweltgründen, sondern aus geopolitischer Strategie. Denn je unabhängiger China von externen Ressourcen und globalen Krisen wird, desto schwieriger wird es für andere Staaten, wirtschaftlichen Druck auszuüben. Viele Analysten sprechen deshalb mittlerweile von einer Art Festung China. Ein Land, das versucht, seine gesamte Versorgung im Inland abzusichern. Energie, Transport, Produktion, Technologie. Und genau darin liegt vielleicht die eigentliche Dimension dieser Projekte. Es geht nicht nur um Wachstum, sondern um Resilienz. China baut Systeme, die auch unter geopolitischem Druck weiter funktionieren sollen. Und gleichzeitig verändert dieser Umbau den Alltag der Bevölkerung massiv. Millionen Menschen profitieren von stabilerer Energieversorgung und besserer Luftqualität. Vor allem in Städten, die jahrzehntelang unter extremer Umweltverschmutzung litten. Der Übergang zu erneuerbaren Energien ist deshalb nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern auch ein gesellschaftliches Versprechen. Sauberere Luft, modernere Städte, ein effizienteres Leben. Und genau dieser Wandel kulminiert vielleicht in einem Projekt, das fast wie Science Fiction wirkt. Xiong'an New Area, eine komplett neue Stadt, geplant für Millionen Menschen, 3-mal so groß wie New York. Und sie entsteht praktisch aus dem Nichts. Doch Xiong'an soll nicht einfach nur eine weitere Megastadt werden. Sie soll die Stadt der Zukunft sein, von Anfang an digital geplant, optimiert für autonome Systeme, intelligente Verkehrsführung, massive Grünflächen, minimierte Emissionen. Das Ziel: eine urbane Umgebung ohne die typischen Probleme moderner Megastädte. Keine endlosen Staus, keine chaotische Zersiedelung, keine völlig überlastete Infrastruktur. Stattdessen versucht China hier etwas, das viele westliche Staaten kaum noch schaffen: eine Stadt vollständig neu zu denken. Und genau deshalb beobachten Stadtplaner weltweit dieses Projekt mit enormem Interesse. Denn Xiong'an zeigt etwas Entscheidendes. China baut nicht nur Infrastruktur, China baut komplette Lebensmodelle. Die Idee dahinter ist simpel. Wenn Menschen schneller reisen, günstiger wohnen, sauberere Luft atmen und effizienter arbeiten können, steigt langfristig der Wohlstand der gesamten Gesellschaft. Und genau das ist vermutlich der Kern des chinesischen Gesellschaftsmodells. Der Staat liefert sichtbare Modernisierung. Im Gegenzug akzeptiert die Bevölkerung einen extrem starken Fokus auf langfristige Planung und gigantische staatliche Projekte. Für viele Menschen im globalen Süden wirkt dieses Modell mittlerweile äußerst attraktiv. Denn während manche westliche Staaten über politische Blockaden und stagnierende Infrastruktur diskutieren, präsentiert China konkrete Ergebnisse. Brücken, Züge, Städte, Energieversorgung. Und genau deshalb exportiert China nicht nur Produkte, sondern auch ein Narrativ. Dass zentral koordinierte Entwicklung
schneller funktionieren kann als jahrzehntelange politische Debatten. Besonders in Afrika, Südamerika und Teilen Asiens wird dieser Ansatz aufmerksam beobachtet. Denn viele Länder stehen vor denselben Problemen: Urbanisierung, Energiebedarf, Verkehrskollaps, wirtschaftlicher Aufstieg. Und China liefert scheinbar die Blaupause dafür, wie man innerhalb weniger Jahrzehnte ganze Nationen transformieren kann. Doch genau hier beginnt auch die große Unsicherheit. Denn all diese Projekte kosten unfassbare Summen. Brücken über gigantische Schluchten, neue Städte für Millionen Menschen, gigantische Energienetze, das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt. Die entscheidende Frage lautet also: Kann dieses Tempo dauerhaft funktionieren? Oder entsteht hier möglicherweise eine gigantische Infrastrukturblase? Denn selbst eine Wirtschaft wie China muss diese Projekte langfristig finanzieren und auslasten. Und genau deshalb schauen heute nicht nur Ingenieure auf China, sondern die gesamte Welt. Denn vielleicht erleben wir gerade den Beginn einer neuen Ära globaler Macht. Eine Ära, in der nicht mehr nur Militär- oder Finanzmärkte entscheidend sind, sondern Infrastruktur. Wer Menschen, Energie und Waren am effizientesten bewegen kann, kontrolliert am Ende möglicherweise die Zukunft. Und vielleicht ist genau das Chinas eigentliche Strategie. Nicht laut, nicht plötzlich, sondern Stein für Stein, Schiene für Schiene, Stadt für Stadt. Die große Frage ist also: Ist diese gigantische Betonstrategie tatsächlich unaufhaltbar oder wird sie irgendwann an ihren eigenen Kosten kollabieren? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch solche geopolitischen Megaprojekte faszinieren, lasst ein Like da und abonniert Knowledge Beyond für weitere Videos über die größten Entwicklungen unseres Planeten.